Ich begrüße Dr. Walter Grein, Arzt und mehrfacher Facharzt in verschiedenen Bereichen, aber das erzählst du uns gleich. Ja. Und Gründer und Aufbauer und Chefarzt eines Krankenhauses in Afrika. Ich bin Facharzt für Chirurgie Ja. und Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und noch Naturheilverfahren und zusätzlich noch Bade- und Kurarzt. Oh, das ist eine Menge. Eine Menge. Mein Vorbild als Arzt war eigentlich Schweizer. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Ja. Ich war Soldat 5 Jahre. Ja. Ich war in der nach meinem Fronteinsatz in Russland, war ich bei der Studentenkompanie und habe dort auch die Geschwister Scholl kennengelernt. Über mehrere Stufen habe ich es dann geschafft, dass ich eine Einladung nach Saudi-Arabien bekommen habe, vom König, nach Riyadh in das königliche Krankenhaus. Da ging ich auch. Und es war dann ein Kapitel, das natürlich Höhen und Tiefen hatte. Ich habe sehr viel lernen müssen im Umgang mit anderen Nationen und anderen Einstellungen und habe da natürlich auch meine ersten großen Fehler gemacht. Ja. Der Ankunft in Riyadh werde ich nie vergessen, mit dem Flugzeug. Wir landeten und dann ging es raus. Ich suchte meine Koffer und fand sie nicht und ging den ganzen Gang im Flugzeug und plötzlich sah ich, dass eine schwarz verschleierte Frau auf meinem Koffer saß. Unerfahren wie ich war, habe ich die an der Schulter berührt mit der Bitte, mir den Koffer freizugeben. Der Ehemann, ein Beduine des königlichen Stamms, stand auf, zog seinen Krummdolch, seinen goldenen Krummdolch, und Gott sei Dank war der Kapitän, der amerikanische Kapitän, bei mir und der fließend Arabisch sprach. Der hat also auf diesen Mann eingeredet. Zu mir sagte er: Jetzt sind Sie ganz still, rühren Sie sich nicht, sagen Sie kein Wort, lassen mich reden. Dann hat er dem erzählt, dass ich Gast des Königs bin, dass ich als Arzt komme, ihnen zu helfen und dass seine Frau auf meinem Koffer sitzt, sodass er seinen Dolch wieder eingesteckt hat und mein Koffer freigab. Das war meine erste Erfahrung beim Eintritt nach Saudi-Arabien. Wirklich unvergessen. Das bist ja du in Togo, oder? Das ist in Togo, ja. Wir können das ja mal hier einmal. Ich war der einzige Frauenarzt im ganzen Land. Oh. Ja, und hatte 20 Hebammen, Gott sei Dank gut ausgebildete. Habe auch Unterricht an der Hebammenschule gegeben und hatte zum Schluss 6000 Geburten im Jahr, 2000 Operationen und es war eine schöne Zeit. Du hast ja gerade erzählt, dass die Kultur häufig eine Schwierigkeit erstmal darstellt. Und ich erinnere mich, du hast mir mal erzählt davon, dass du auch mit den Medizinmännern zusammenarbeiten musstest. Ja, die Medizinmänner haben mich interessiert und ich war auch keine Gegner der Medizinmänner, aber sie hat mich sogar eingeladen zu diesen Sitzungen, die sonst Reise nicht besuchen dürfen, wo die jungen Mädchen ausgebildet wurden, so fast ein klösterliches Leben mit den Heilweisen, nach den Vorstellungen der Naturreligionen, hat mich interessiert.
wichtig ist eine gute Ausbildung, eine menschliche Einstellung, was wir Humanität nennen, und ja, auch eine religiöse Grundeinstellung.